Du magst Düfte, die eigentlich so ein bisschen unparfümig sind, die nicht aufdringlich sind und deine Haut einfach ein bisschen besser duften lassen, dann bist du hier genau richtig. Ich habe heute ein paar Düfte mit dabei, die dich einfach den ganzen Tag dich wohlfühlen lassen, so einen cleanen Touch haben und einfach deine Haut besser riechen lassen. Es sind Düfte, die perfekt zum Beispiel ins Office passen, die perfekt in den Alltag passen, wo du dir auf jeden Fall keine Sorgen darüber machen musst, dass sie den anderen Leuten in deiner Umgebung auf die Nerven gehen. Da gibt es genug Düfte, die echt penetrant sind, wo ich dir nicht raten würde, die zum Beispiel ins Büro zu tragen, aber die Düfte sind wirklich eine safe Wahl, wenn du zum Beispiel viel mit anderen Menschen arbeitest oder auch zum Beispiel in einem Pflegeberuf bist und einfach viel Kontakt auch mit anderen Menschen hast. Lass uns mal reinstarten mit dem allerersten Duft, und zwar ist das von Commodity, der Paper Minus. Das ist ein wirklich schöner Molekülduft, der eben sehr, sehr hautnah bleibt. Bin auch mal gespannt, wie viel ich hier von dem Duft auf dem Duftstreifen wirklich rausrieche, weil das ist schon wirklich ein sehr, sehr schöner, leichter Molekülduft, der sich eben sehr, sehr individuell auf deiner eigenen Haut entwickelt. Ich sprühe den mal ganz kurz bei mir hier auf den Handrücken. Dann können wir nachher, wenn wir am Ende vom Video sind, auch mal noch mal dran riechen, weil der wird sich mit der Zeit wirklich sehr, sehr schön entwickeln. Ja, wir haben schon im ersten Riechen was sehr, sehr unparfümiges auf jeden Fall in dem Duft. Wir haben hier eben dieses Isoe Supra noch mal mit drin. Wir haben so einen leicht frischen Vibe, wie ich finde, der aber sehr gedämpft ist. Wir haben Moschus mit drin, der den Duft gut trägt, aber er ist einfach sehr zurückhaltend. Auf der Haut, ja, der entwickelt er sich schon von Beginn an total anders, denn auf dem Duftstreifen, was ich da nicht rausrieche, ist wirklich sowas schön Holziges. Das kommt hier definitiv mit rein. Wir haben natürlich einen leicht synthetischen Touch. Wir haben eben Molekül mit drin. Das führt dazu, dass es eben synthetisch wird, aber es ist ganz, ganz arg angenehm. Es ist eine Assoziation von Weiß, die in den Kopf kommt, mit einer schön holzigen Basis, und trotzdem riecht die Haut ganz, ganz angenehm frisch. Das riecht so ein bisschen, wie wenn du so vor einer Stunde eine wunderschöne Seife genommen hast und das noch so als Rest auf deiner Haut mit drauf ist. Keine Angst, nicht an Spülmittel oder sowas denken, sondern eher an einen richtig, richtig schönen weißen Weichspüler, der eben aus der Ferne nochmal erlebbar ist. Der ist so ein bisschen fluffig, wolkig, weiß und hat eben eine schön holzige Basis. Also für mich wirklich einer der unaufdringlichsten Düfte, die ich kenne, der Commodity Paper Minus. Ist aber auch ein Duft, der wirklich eine gute Haltbarkeit hat. Also du wirst den wirklich relativ lang auf deiner Haut wahrnehmen, wenn du dran riechst. Natürlich projiziert er jetzt nicht mega arg, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn ich hier den jetzt auf dem Handrücken drauf habe und ich gestikuliere hier, da kommt immer so ein leichter Schwall in meine Nase. Also es ist wirklich super angenehm, gar nicht aufdringlich, und für so einen Molekülduft, also die Performance, die kann sich echt sehen lassen. Die Marke sagt ja, dass der Duft so ein bisschen an eine Buchseite erinnern soll. Ich weiß es nicht, riecht es jetzt nicht 1:1 raus, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber es hat eben dieses trockene, leicht holzige, und trotzdem ist es ein bisschen Moschus-Fluff. Also coole Kombination, und im Verlauf wird der, zumindest bei mir auf der Haut, so ein bisschen süßer. Also der gewinnt schon auch an Körper. Aber Achtung, wir sprechen jetzt von einem Duft, der ja generell etwas zurückhaltend ist. Also wenn ich jetzt sage, er entwickelt sich etwas süßlich, dann ist es jetzt nicht zuckerwattensüß. Aber er gewinnt eben an Körper, an leichter Süße. Cooler Duft, interessanter Duft. Wenn du noch keine Moleküldüfte ausprobiert hast, könnte der Paper Minus vielleicht was für dich sein. Wenn du jetzt gesagt hast, na, der Paper Minus, der ist mir irgendwie so ein bisschen zu unaufgeregt, dann könnte vielleicht der Bendito Beso von Beso Beach was für dich sein. Das ist auch ein Duft mit Weichspül- und cleanen Vibes, aber er hat einfach so einen aquatischen Charakter noch mit drin. Schön. Auch hier, er ist natürlich auch synthetisch. Wir haben hier auch unterschiedliche Moleküle mit drin, unter anderem Cascalone. Cascalone ist so ein Molekülstoff, was diese Meeresbrise, dieses Aquatische auf jeden Fall mit reinbringen soll. Neben Cascalone haben wir auch Hedion mit drin, das unterstreicht das Ganze so ein bisschen. Es ist ein schön hellblauer Duft für mich. Also während der Paper Minus wirklich so weiß, leicht beige durch das Holzige ist, ist der Bendito Beso für mich schön hellblau. Ein heller Duft, ein sehr freundlicher Duft, ein Duft, der eben einen leicht aquatischen Charakter nochmal mit reinbekommt und eben sehr viel frischer ist.
Das ist auch ein Duft, der noch ein bisschen besser und präsenter wahrnehmbar ist. Ein Duft, den ich persönlich sehr, sehr gerne auch ins Büro trage. Ich habe da von meinen Kollegen auch schon Komplimente dafür bekommen. Das heißt, der ist wahrnehmbar, aber sehr gefällig und hat eben diesen erfrischenden Touch, sodass du dich total gepflegt fühlst damit. Das Besondere an dem Bendito Beso, auch im Gegensatz zum Pep Minus, ist auf jeden Fall, dass wir hier weiße Blüten mit drin haben, unter anderem auch Orangenblüte, und ich finde, das bringt so ein bisschen was leicht Fruchtiges mit rein. Weiße Blüten für mich sowieso immer charakteristisch für saubere Düfte. Er ist einfach im Duftverlauf und von dem, was eben mit drin ist in dem Duft, ein bisschen komplexer, würde ich jetzt mal sagen. Wobei eben dieser Paper Minus, dadurch, dass er sich auf der Haut bei jedem Mensch ganz individuell entwickelt, ja auch an Komplexität gewinnt oder Komplexität hat. Also es ist schwer zu sagen. Der ist auf jeden Fall ein bisschen süßer noch. Wir haben eben die Blüten mit drin. Er hat mehr einen Weichspüler-Vibe, er hat mehr einen aquatischen Vibe, aber ich muss dazu sagen, beide Düfte sind absolut unisex zu tragen. Also hier gibt es keine Tendenz. Ich kann mir den Bendito Beso, auch weil ich gesagt habe, ich trage den im Office gern genauso gut, an einem Mann vorstellen, der gepflegt ist und sich einfach den ganzen Tag wohlfühlen möchte. Auch hier Haltbarkeit wirklich gut bei dem Bendito Beso. Sillage auch wirklich sehr angenehm. Also wirklich, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, der ist nicht aufdringlich und trotzdem richtig gut wahrnehmbar. Projiziert auch mehr als der Paper Minus in meiner Wahrnehmung. Wir kommen zu einer Marke, die wir noch gar nicht so lange im Sortiment haben, die aber mehrere solcher frischen, cleanen, frische Wäschedüfte haben. Und zwar ist es die Marke Values. Und ich habe tatsächlich 2 Düfte der Marke heute mit dabei, weil beide wirklich in eben diese frische Richtung gehen, diese cleane Richtung und ganz, ganz toll hautnah und körpernah sind. Und der erste Duft, den ich dabei habe, ist der 12 von Values. Wir haben hier auch im Vergleich zu dem Bendito Beso nicht ganz so dieses aquatisch frische Blaue mit drin, sondern er ist für mich in der Wahrnehmung ein bisschen süßer. Also der ist auch frisch, aber wir haben hier Jasmin mit drin. Es ist ein bisschen süßer und nicht ganz so blau. Er ist auch im Vergleich zu dem Bendito Beso ein bisschen pudriger. Trotzdem frisch, aber ich finde zum Beispiel der Bendito Beso, wenn ich da jetzt nochmal dran rieche, der wird für mich eher nicht so pudrig. Nee, der bleibt eher blau. Also Bendito Beso mehr blau, der ein bisschen mehr pudrig. Da kommt eine ganz, ganz leicht rosa in den Kopf, obwohl er trotzdem frisch ist. Und ein wunderschöner Moschus, der rauskommt. Also wirklich auch ein Duft, der einfach zurückhaltend ist. Also ich würde sagen, auch von der Sillage her auch schwächer als der Bendito Beso, von dem, was ich hier zu wahrnehmen kann. Aber auch ein richtig cooler, frische Wäscheduft. Also der 12 ist wirklich so frisch gewaschene Wäsche mit einem leichten Weichspüler, schön gebügelt und zusammengelegt. Und das ist so der Vibe, was der Duft versprüht, während der Bendito Beso auch ein Duft sein kann, der ebenso frische Wäsche, aber mit Meeresbrise auf jeden Fall mit drin hat. So kann man die vielleicht ganz gut untereinander unterscheiden. Der zweite Duft von Values, den ich dabei habe, ist der 19. Und ich würde jetzt mal sagen, in der Unterscheidung zu den anderen Düften haben wir hier auf jeden Fall mehr blumige Nuancen auch mit drin. Schon im ersten Riechen blumig, süß und trotzdem frisch. Ja, wow, also geht in eine komplett andere Richtung, weil eben dieser Körper durch diese Blüten mit drin ist. Wir haben Alpenveilchen, auch hier Orangenblüte, das ist so wirklich Usus, ne? Orangenblüte bei so sauberen, cleanen Düften. Aber hier, ich glaube, dass durch dieses Alpenveilchen und durch die Iris haben wir hier nochmal einen anderen Twist eben zu den Weißblütlern, die da auch mit drin sind. Und das ist ein Duft auch im Vergleich zu dem 12 von Values, der einfach mehr Präsenz hat. Der hat mehr Körper, der hat mehr Blüten mit drin, obwohl er von der Sillage her auf jeden Fall stärker ist, sehr angenehm zu tragen. Aber ist für mich jetzt nicht so der klassische Hautakkord-Typ, hat trotzdem aber einen cleanen Vibe mit drin, eben gespickt durch diese Blüten. Wird auch zwischendurch für mich so ein bisschen cremig, also er hat so einen cremigeren Touch, jetzt nicht so einen rein pudrigen Vibe. Kann dir aber sagen, im Verlauf wird er auf jeden Fall auf der Haut etwas pudriger. Sehr interessant, hat einen schönen Duftverlauf, da passiert auch was im Duftverlauf. Es sind wirklich von der Marke Values 2 Düfte, die sehr, sehr schön sind. Wenn du eben mehr Blüten magst, dann geh auf den 19. Wenn du sagst, nee, ich möchte eher so einen Duft, der so leicht vielleicht Blüten mit drin hat, aber eher so frisch gebügelte Wäsche, weiße Wäsche, dann nimm auf jeden Fall den 12. Das ist so die große Unterscheidung. Bei dem 19 würde ich auch sagen, es ist
eher, also es ist ein Unisex-Duft natürlich, aber eher mit einem leicht femininen Touch. Während die Düfte, die wir davor hatten, schon wirklich gut auch Unisex zu tragen sind. Würde ich jetzt mal sagen, der 19, der reißt so ein bisschen raus. Blumig war ein gutes Stichwort. Auch im nächsten Duft sind auf jeden Fall Blüten mit drin. Das ist ein Duft, wo ich gerade gesagt habe, dass sich der 19 so cremig im Verlauf entwickelt. Würde ich jetzt mal sagen, der Evolution von Gravel ist wirklich ein recht pudriger Duft und reißt somit aus den Düften, die wir bisher gerochen haben, so ein bisschen raus. Boah, schon im ersten Riechen, das ist pudrig, sauber, blumig auch. Und das finde ich immer ganz witzig. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. In so pudrigen Düften hat man auch immer so einen leichten, cremigen Touch mit drin. Ich finde, die haben eine ganz tolle Entwicklung. Also das erste Riechen war wirklich pudrig pur, jetzt leicht cremig auch. Cremig in der Basis, pudrig im Kopf. Das schwingt auf jeden Fall die ganze Zeit mit. Wir haben auch hier unterschiedliche weiße Blüten mit drin. Der Evolution ist für mich so ein bisschen ein klassischerer Weißblütler-Duft. Auch definitiv für mich persönlich eher feminin zu tragen, würde ich jetzt nicht so gerne an einem Mann riechen. Was definitiv sehr prominent rauskommt, sind die Aldehyde in diesem Duft. Die kommen definitiv raus und ich hatte ja bei den Düften davor immer so gesagt, keine Angst, der ist nicht seifig. Ich finde, der Evolution von Gravel, der hat schon so einen leicht seifigen Touch. Also wenn du auf helle, weiße, blumige Seife stehst, die erst schön cremig wird, wenn du deine Hände eben wäschst mit Wasser, dann aber einen pudrigen Schleier hinterlässt, dann könnte der Evolution von Gravel was für dich sein. Eben eher für mich ein femininerer Duft. Und ich finde jetzt auch im Vergleich zu denen, die wir gerochen haben, der hat schon im ersten Riechen auf jeden Fall Power. Also nicht auftragen, wenn du unmittelbar davor bist, ins Büro zu tragen, sondern lass ihn sich entwickeln und auf deine Haut auftragen, weil ansonsten hat der schon ein bisschen mehr Bums. Also der ist sogar intensiver als der Benito Beso, aber das liegt nur daran, weil ich finde, dass pudrige Düfte einfach generell in der Nase ein bisschen intensiver sind und einfach ja, stärker wahrnehmbar sind. Wenn die eben sowas mit Cascalone oder Meeresbrise mit drin haben, dann sind die natürlich im ersten Riechen so ein bisschen gefälliger, halt aquatisch, frisch, synthetisch. Bei pudrigen Düften, da ist es schon kurz richtig intensiv. Wird aber im Verlauf auf jeden Fall zurückhaltender. Wir kommen nochmal zu einem Duft aus der molekularen Ecke und zwar ist es von Fugazi, der Angel Dust, wobei ich den wahrscheinlich auch mal zusätzlich bei mir auf den Handrücken aufsprühe. Gerade bei so molekularen Düften ist es einfach schön, wenn man den auch auf der Haut riecht. Oh, der riecht richtig schön. Der hat was, oh schön, Zitrisches, Trockenes, Holziges in der Luft. Das ist so das, was ich hier vom Reinsprühen wahrnehme. Das heißt, der hat auf jeden Fall für mich ein bisschen mehr Präsenz, auch als der Paper Minus, der ja auch so ein Molekülduft ist. Da riecht man schon im ersten Sprühen ein bisschen mehr raus. Gut, dass ich ihn auf die Haut aufgesprüht habe. Da riecht man nämlich wirklich die Entwicklung einfach noch sehr viel besser raus. Das, was ich gerade beschrieben habe, riecht man auch auf der Haut. Helle Zitrusnoten, frisch gewaschene Wäsche, leichte Weichspüler-Vibes. Wirklich schön durch Kaschmeran eben und Kaschmir zusammen und eben diese Bergamotte-Vibes, die da rauskommen. Sehr, sehr cool, sehr hell, leicht fluffig, cremig im Verlauf. Trotzdem wieder dieses Paradoxon, dass es pudrig wird. Das ist echt bei diesen sauberen, cleanen Moleküldüften so interessant, dass sie wirklich dieses cremige, aber eben auch was Pudriges mit drin haben. Das ist schon wirklich auch ein sehr, sehr schöner Duft, wo eben auch eine holzige Basis auf jeden Fall rauskommt im Verlauf und aber der was Würziges mit drin hat. Wir haben hier Pfeffer mit drin. Das gibt dem Duft so ein bisschen Spice, ist aber auf jeden Fall auch ein Duft, der zurückhaltender ist, aber eben im Vergleich zu dem Paper Minus ja ein bisschen intensiver auf jeden Fall ist, weil sich einfach im Duftverlauf ein bisschen mehr für meine Nase zumindest regt. Haltbarkeit auch bei dem Duft, wie beim Paper Minus auch, wirklich gut, aber natürlich Sillage zurückhaltend. Im ersten Sprühen tut sich aber auf jeden Fall mehr in der Nase. Und auch der letzte Duft ist ein wirklich cooler Molekülduft und zwar ist es der Not a Perfume von Juliette Hazaghan und da haben wir das Thema dieses Videos ja quasi schon im Namen mit drin. Parfums, die eigentlich keine Parfums sind. Und das ist wirklich auch ein ganz interessanter Duft, der eine ganz tolle Duftentwicklung hat. Ich habe ihn mir vorhin mal hier auf die Hand mit aufgesprüht, weil das auch definitiv ein Duft ist, dem man eigentlich wirklich eine Chance auf der Haut geben sollte, weil auf so einem Duftstreifen, aber ich probiere es trotzdem, tut sich da einfach nicht so viel. Was auf jeden Fall rauskommt,
ist natürlich auch eine synthetische Note. Der hat eine schöne, leichte Frische auch im ersten Riechen, aber definitiv auch ein Duft, wo was Holziges mit rauskommt. Auch was leicht Süßes. Also auch hier im Duftverlauf, wie beim Paper Mine ist auch, kommt was schön leicht süß, holziges auf jeden Fall mit rein. Und ich finde es einfach super spannend, dass man mit einem einzigen Molekül, hier ist es Cetralox, eben trotzdem so eine Duftentwicklung hinbekommt. Und ich finde es immer am spannendsten zu erfahren, wie sich die Düfte eben auch auf der Haut bei anderen Menschen entwickeln, weil das ist einfach super, super individuell. Gerade bei dem Not a Perfume habe ich schon sehr oft gehört, dass der sehr gerne auch zum Layern genutzt wird, um einfach den anderen Duft so ein bisschen auch zu verstärken, weil das ist ja auch die Eigenschaft von Cetralox, ne? Den Eigengeruch, sage ich mal, zu verstärken. Deswegen ist es ja auch so interessant und es ist wie gut riechende Haut, wenn man ihn eben nicht zum Layern nimmt, sondern rein auf die Haut aufträgt. Ich würde jetzt mal sagen, Juliette Has a Gun und Paper Mine gehen noch in eine etwas ähnliche Richtung. Die anderen sind in sich aufregend, obwohl es Düfte sind, die eben sehr hautnah sind, wo teilweise ja gar nicht so viel an Duftkomponenten mit drin ist. Vielleicht mal den Bendito Beso ausgenommen oder auch den 19 von Values, da ist ja schon einiges nochmal mit drin oder auch bei Gravel. Aber es sind trotzdem sehr interessante und individuelle Düfte und es lohnt sich einfach mal, die zu testen. Vor allem eben, wenn du sagst, na, ich will einfach einen Alltagsduft, der überall hinpasst, der niemandem auf den Geist geht, an dem du dich auch nicht satt riechst, weil das ist natürlich der andere Vorteil zu Düfte, die einfach sehr, sehr zurückhaltend sind und nach frischer Wäsche riechen, an denen riecht man sich auch nicht satt. Also ich könnte den Bendito Beso, den ich wirklich sehr regelmäßig trage, immer und jeden Tag tragen, aber ich sollte vielleicht auch mal hier neue Düfte ausprobieren, um euch zu zeigen oder zu sagen, wie ich sie finde, weil ansonsten wird es sehr eintönig mit der Zeit. Lass mir gerne mal in den Kommentaren da, welche Erfahrungen du mit so cleanen, hautnahen, Hautakkord, unparfümierten Düften gemacht hast. Würde mich mega interessieren oder auch mit Moleküldüften, weil da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich super interessieren, mit euch da in die Diskussion zu kommen und ich sage bis bald und mach's gut. Ciao, ciao.